lieben Dank, dass du dir für uns Zeit nimmst. Ja, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Freut mich, euch kennenzulernen auch. Danke, danke. Wir haben gelesen, du hast eine Ausbildung zum Schornsteinfeger gemacht. Ja, Stimmt das? Schon 100 Jahre her. Erzähl mal, wie genau ist es denn passiert, dass du dann gesagt hast, ich werde doch... Das Lustige ist, das fragen mich viele Leute, wie bist du da drauf gekommen? Weil Schornsteinfeger ist ja kein Beruf, den man einfach so mal, ich werde jetzt Schornsteinfeger. So eigentlich eine, ja, Ich eine weiß es nicht mehr. Ohne Quatsch, ich weiß es nicht mehr. Da haben mich schon so viele Leute die letzten 10 Jahre, 15 Jahre gefragt, ich weiß es nicht mehr, wie ich mit 16 da drauf gekommen bin. Okay. Keine Ahnung. Aber du wusstest dann relativ schnell, ich möchte DJ werden. Nur da gab es noch kein Techno. In Mitte der 80er, Ende der 80er hat man alles aufgelegt. Okay. Und wusstest du in dem Moment schon, ich werde jetzt DJ und ich werde damit meinen Lebensunterhalt verdienen? Das Oder gab es einen Plan B noch? Nee, Plan B, ich habe ja noch eine zweite Lehre gemacht. Ich bin ja auch noch Einzelhandelskaufmann Textil. Also auch noch. Das Ding ist, ich habe halt immer gerne, schon als kleines Kind habe ich mir mal Platten schenken lassen, schon mit 3 Jahren. Ich war immer musikverrückt und alles, aber hatte nie vor, DJ zu werden. Das war mir irgendwie, wie das dann losging. Das Ding war nur Anfang der 90er, weil ich komme aus dem Saarland, aus Saarbrücken, ne, aus einem kleinen Bundesland, kleine Stadt. Und ich habe mir halt immer die ganzen Technoplatten, immer nach Frankfurt fahren Technoplatten gekauft, weil ich die selbst zu Hause haben wollte. Hatte gar nur so eine Kompaktanlage, wo ich das gehört habe. Weißt du? Und dann hatten wir angeboten gekriegt, das war so ein Schiff, so ein Schwimmschiff für so 150 Leute, wo ein Club drin war, dass wir da Partys machen dürfen. So, und wir alle, da müssen wir immer nach Frankfurt fahren, Techno, aber wer legt auf? Oh, der Peter, der hat die ganzen Platten und ich konnte noch gar nicht auflegen. Okay. Und dann habe ich mir das irgendwann ganz, ganz schnell beigebracht, habe gesagt, so komm, jetzt habe mir von Freunden dann 2 Plattenspieler geliehen und ein Mischpult und habe gedacht, das kann ja nicht sein, einfach nur die Platten auflegen mit total scheiß Übergängen geht ja auch nicht. Muss lernen, wie geht das eigentlich? Und dann haben wir schnell beigebracht, dann so Übergänge hingekriegt, die waren dann so 5 Sekunden, aber es waren Übergänge, ne? Okay. Also, und dann war ich infiziert und wurde plötzlich auch, weil wir das im Saarland, unser Ding, das ging total ab. Wir sind dann auch in größere Clubs gegangen, haben Partys gemacht für 2000 Leute in den 90ern, so 93 bis 98 oder so. Und dann ging es halt so los, dass so, hey, der macht ganz gute Partys, er legt auch einen anderen Sound auf. Und dann wurde ich halt plötzlich auch in andere Läden gebucht. Ja. Da hab ich halt, okay, das haben wir gelesen, dass du eben... Stammheim, aber auch dadurch, dass du immer neue Records gespielt hast, die anderen nicht, machst du immer noch. Wie? Woher? Also wie kriegst du es hin, um quasi Musik zu finden, die die anderen noch nicht kennen? Das ist ja mittlerweile so schwer. Ja, aber ich krieg halt viel geschickt. Ich habe ja auch meine Radioshow, Karottes Kitchen, dadurch kriege ich noch mehr Promos. Okay, das Ding kommt es daher. Und davor, also als du noch auf diesem Weg warst? Ja, ich bin immer neu, ich will immer einkaufen. Ich habe mir viel angehört, gesucht. Vor allem mit Vinyl, da musstest du noch suchen. Heutzutage kriegst du ja alles zu viel geschickt, zu viel Schrott auch. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gebe mir jetzt ein Jahr Zeit. Nach der zweiten Lehre habe ich gesagt, komm, ich probiere das jetzt aus. Ja. Und wenn es funktioniert, wenn nicht, ist auch egal. Und hat dann funktioniert. Aber hätte es nicht funktioniert, wäre es auch egal gewesen. Ja. Weil ich hatte das nie vor, DJ zu werden. Das war einfach nur eine Passion, Platten zu kaufen. Eine Wahnsinnsstory. Würdest du auch das war auch 90er, das ist ganz anders als heute. Heute will ja jeder DJ werden. Das ist richtig. Und denen, die das wollen, was würdest du empfehlen? Hast du irgendeinen Tipp für die? Vielleicht auch einen Anti-Tipp im Sinne, mach das nicht oder mach das? Man darf nicht zu verbissen reingehen, weil es immer noch, also bei mir war es immer auch bei vielen anderen in meinem Alter, wo so lange war das ein Hobby, das Spaß gemacht hat. Und dann ist es halt auch passiert. Heutzutage forcieren die das halt. Es klappt aber nicht bei jedem. Und du sollst mal den Spaß nicht dran verlieren, aber verbissen da rangehen bringt halt auch nichts. Also nicht darauf fokussieren, ich will jetzt hier... Verbissen rangehen ist halt auch, das merkst du auch, so gut legen die dann auch gar nicht auf. Weißt du? Okay, du bist ja seit einer Weile schon unterwegs, bald 3 Dekaden deiner DJ-Karriere und du beobachtest sicherlich ungewollt auch die elektronische Musik, die Industrie in der Zeit. Was fällt dir auf? Gibt es irgendwelche Veränderungen in den letzten Jahren? Gibt es Trends, die du wahrnimmst? Trends, das ist halt alles Marketing mittlerweile. Viele DJs... ist ja okay, aber es geht ganz viel auf Marketing, weißt du, mit Videos, die ganze Zeit Social Media, der ganze Scheiß. Und da geht die Musik teilweise in den Hintergrund. Aber die werden halt, ist ja okay, wenn alle die jetzt buchen und ich bin ja auch nicht neidisch, mir ist es egal. Aber es geht halt ganz viel um Social Media, Marketing vor allem. Und, Aber ist wahrscheinlich ein Stück weit der gesellschaftlichen Situation geschuldet, oder nicht? Ich meine, heutzutage ohne Instagram-Account überlebt wahrscheinlich kein DJ, oder? Wahrscheinlich auch deine Meinung.
Aber ich poste ja bei meinem Instagram-Account gar nicht so oft so DJs an. Ja, aber wie gesagt, darum geht es ja. Es hat sich ja erweitert. Es geht viel um Marketing mittlerweile. Ja, ja. Ne? Management, Marketing, weißt du. Und, ich glaube, Menschen wollen auch eine andere Verbindung aufbauen. Ja klar, weil die dir. wollen natürlich, am besten funktionieren immer Fotos nicht von der Party, wenn ich auf Instagram nee, nicht das auch nicht. Was Privates funktioniert. Ja. Weißt du, wenn du mit Freunden irgendwie unterwegs bist und nicht im Club, so privat, und da stehen die halt drauf. Ist ja auch okay. Also ich mag deine Essensbilder, weil die sind immer schön. Ja, ich bin halt, wie gesagt, das ist der Sex des Alters. Okay. Für deine Musik, also deine Sets und wenn du Musik machst, gibt es eine bestimmte Vision oder eine Mission? Möchtest du mit deiner Musik irgendwas bewirken oder denkst du da gar nicht drüber nach? Klar, das Ding ist, ich bin ja jemand, deswegen bin ich ja auf Techno in den 90ern hängen geblieben, weil Techno war ja immer neue Sachen entdecken, nicht wie so Chartsmusik, die dann 3 Monate Nummer 1 in den deutschen Charts sind. Oder Leute wünschen, wenn du einen normalen Club willst, ich will die und die Nummer hören. Techno war für mich immer neue Geschwindigkeit, immer was Neues entdecken, und das ist halt immer noch, und deswegen spiele ich auch immer nur neue Musik, weil ich finde halt, Rückstand ist total scheiße. Ja. Und weil dafür bin ich nicht auf Techno hängen geblieben, und ich entdecke immer noch, nach all der Zeit, immer noch jede Woche immer wieder neue Platten, die ich total toll finde. Okay. Und die will ich den Leuten auch präsentieren. Ja. Macht es dir immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag? Auflegen, ja. Das Nervige ist halt, das sagen aber auch fast, glaube ich, mittlerweile alle, die das reisen, ist halt sehr anstrengend. Es gehört dazu zum Beruf, aber es ist halt, ihr reist ja im Moment auch viel rum. Und es ist halt, wenn du dann am Flughafen oder am Bahnhof, die Bahn ist mal wieder zu spät, vor allem die Deutsche Bahn, das ist ja mein Hassobjekt. Ja. Das macht dich halt fertig, aber das Auflegen ist dann natürlich wieder, das macht dann wieder alles wett. Macht halt immer noch Spaß. Ja. Und dann guckst du in die Menge und was denkst du dir? Ach, ich freue mich, die tanzen auf meine Musik, weil ich drücke denen ja meinen Musikgeschmack auf. Ja. Weil ich bin ja so friss oder stirb, weil ich spiele, weißt du, es gibt ja Hits, die kenne ich, die sind totale Hits, die könnte ich dann auch spielen, aber habe da gar keinen Bock drauf. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke euch, schön, dass ihr da seid.